Ich bin bekanntlich kein Frühaufsteher. In den Herbergen in Spanien wird man spätestens um 9 aus dem Bett geworfen. Zu Hause allerdings muss man erst die Motivation finden, an einem freien Tag früher aufzustehen. Die Schichtarbeit an der Rezeption hat es in sich. Man hat das Gefühl, nie genug Schlaf zu bekommen. Aber die Freude darauf, dass man, sobald man auch unterwegs ist, das Gehen in der Natur genießt und sich eigentlich beim Gehen erholt, holt mich doch aus dem Bett. In der S-Bahn döse ich dann noch vor mich hin. Der Beginn des österreichischen Jakobsweges in Wolfstal ist mit einer großen Muschel und dem Spruch Buen Camino markiert. Sonst ist die Wegmarkierung auch deutlich besser, als es im Pilgerführer steht. Stellenweise erinnert die Landschaft sogar ein wenig an Spanien. Auf dem gegenüberliegenden Donauufer sieht man klar die Burgruine Devin. Das weckt Erinnerungen an unseren Besuch in Bratislava vor einem Jahr im Rahmen unseres Comenius-Projekts. Damals haben wir unter anderem auch Devin besichtigt. Auf den Donauauen soll der Eisvogel leben. Neulich habe ich im Fernsehen einen Film darüber gesehen und ich muss zugeben, das hat mich zusätzlich motiviert. So viel Glück habe ich aber natürlich nicht, einfach so im Vorbeigehen dieses leuchtend blaue Vögelchen zu entdecken. Ich treffe nur in der Nähe der Ruine Rötelstein auf eine Holzbiene. Und zwar nicht weit von der Tafel, die über diese Tierart informiert. Früher hatte ich etwas Angst vor summenden Insekten. Einmal wurde ich tatsächlich von einer Biene im Gesicht gestochen. Mittlerweile liebe ich es aber, sie zu beobachten und zu filmen. Und wenn ich diesen kleinen Tierchen so zuschaue, staune ich jedes Mal über die Schöpfung. Es gibt ja dieses Mem mit den 2 Schneemännern, die sich unterhalten. Glaubst du, jemand hat uns gemacht? Fragte eine. Ach Quatsch, wir sind per Zufall aus den Schneeflocken entstanden, antwortete der andere. Für mich ist diese Vorstellung von Zufall völlig absurd. Es macht zwar Sinn, wenn man in die Biologie schaut, dass von zufällig auftretenden Genmutationen solche, die dem Organismus einen Vorteil verschaffen, überleben und sich fortsetzen, während solche, die ihn schwächen, relativ bald verschwinden. Das hat aber erst in einem kompletten Organismus Sinn und Funktion. Wenn es aber direkt nach dem Urknall zuerst nur Helium und Wasserstoff gab, aus denen später weitere Elemente entstanden, wie kam es dazu, dass sich durch völligen Zufall zu Eiweißstrukturen und Zellen verbunden haben? Wenn wir in einem Behältnis Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff vermischen, wie lange wird es dauern, bis sich alleine durch zufälliges Schütteln daraus auch nur die einfachste Aminosäure bildet? Genauso gut könnte ich als Informatiker eine Menge Einsen und Nullen in einen Eimer schmeißen und erwarten, dass ich daraus nur durch Schütteln einen funktionierenden Programmcode generiere. Und selbst dann, wie kommt diese Aminosäure dazu, sich mit einer anderen zu verbinden, und zwar so, dass es für den späteren Organismus Sinn macht? Welchen evolutionären Vorteil hat denn eine Verbindung für eine Aminosäure? In Hainburg soll es sehenswerte mittelalterliche Befestigungen zu besichtigen geben. Mich zieht es jetzt aber eher Richtung Bahnhof. Es waren zwar gerade mal 9 Kilometer, aber ich spüre eine Blase am linken Fuß. Und da hört der Spaß für mich auf. Da ist es mit dem sich im Gehen erholen und genießen vorbei. Ich glaube, die Strecke bis Wien wird noch bei mir einige Tage in Anspruch nehmen.